So, willkommen zu einem 10. Part, yay, von The Stanley Parable, Ultra Deluxe. Mein Name ist Koparius, wir haben uns in für diesen Part aufnehmen zu dürfen. Und ja, ich habe komplett vergessen, im letzten Part haben wir eigentlich, sagen wir mal, die Partanzahl des letzten Projekts überholt. Aber wenn wir den Demo-Part dazuziehen, haben wir jetzt insgesamt das ehemalige Projekt überstiegen. Wir sind jetzt weiter und ich glaube, es werden noch ein paar Parts mehr werden. Ich denke mir, der New Content wird definitiv nochmal genauso viel bieten wie der Originale. Das heißt wahrscheinlich 20 Parts werden wir bestimmt drin sein oder so. Mal schauen, ich bin gespannt. Legen wir mal los, wir starten neu, aber das ist nicht das Büro, was wir eigentlich kennen. Okay. Ja, ich habe auch wieder versucht zu springen. Das wurde uns wieder weggenommen. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Okay. Du erstmal. Scheiß Flugzeuge, ey. Das hier ist doch nochmal. Was ist, wenn wir hier entlang gehen? Dann geht wahrscheinlich die Story normal weiter, oder? Weil es sieht wieder aus wie der Gang, wo man gerade aus dem Fotokopie rüber geht. Ja, komm, dann gehen wir einfach mal in den Event rein. Können wir mal machen. So. Was für exciting Dinge erwarten uns hier? So. Klatsch. Oh, gut. Hat nicht so tief fallen. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Okay. Yo! Da hat sich aber jemand angestrengt, ey. Wow, sehr interessant. Hier noch, finde ich, dass hier so Fotokopierer und Bürostühle, aber wir kommen hier in einen wirklich so gotisch Stil gebaute Welt hier. Wow, okay. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Also das erste Mal, dass wir mit Stanley wirklich in der Außenwelt sind. Erinnert mich so ein bisschen auch an The Beginner's Guide von den Außenwelten her. Wo man so ein bisschen schön rumlaufen konnte. Aber hey, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind draußen. Wir sind entkommen. Wirklich dieses Mal. Nicht ein cheaper Neustart. Oh, The Memory Zone. Schöne Waldhütte hier. Was haben wir hier so? You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Don't forget the Stanley Parable. The greatest wealth is memory. Hier haben wir den ersten Gang, ne, mit der Tür 430. Memory, Sweet Memory. Das können wir nicht aufmachen, oder? Was haben wir? Ach, hier die Steam-Seite von The Stanley Parable. Damals 2013 das Steam. Hier, russisches? Stanley Parable. 2013, when The Stanley Parable was released. Hier, genau, das vom Escape Ending, die Außenwelt. Was haben wir hier? Die ganzen Magazine, Time, Indoor Monthly, Shapes, Exclusive. Lenny Smith talks about his new box, Graphs, National Geographic and Cargo Operator's Manual. Your comprehensive resource for using the cargo lift. Nice. Was haben wir hier so? The Stanley Parable First Edition, Collector's Edition. Agile Performance for an Agile Business. Deploy High Impact Growth Strategies
dynamically streamline human capital, world-class award, software product of the year, today's best ideas, today, Indie Box Collector Edition, Collector Café, genau, Galactic Café war das ja damals. Ja, cool. Everything you need to make great ideas even better. In today's busy world, it isn't easy managing an effective productivity workflow. That's why the Stanley Parable can help you streamline your workplace efficiency with the Stanley Parable advanced computer system software. Productivity loss and or efficiency gain becomes a thing of the past. At least the power to convert ideas into action is at your fingertips with the Stanley Parable at last. It is all in one box and it's all been designed to fit with the way that you run your life into the ground to make money for someone else. At last. Wunderschön. Die anderen Texte sind leider alles ein bisschen zu klein. Lustig, wie das so wie so eine Office-Software präsentiert wird. Also. So schön Windows XP, Windows 2000 Zeiten. So, was haben wir hier so? Audience Award, the Stanley Parable 2014 Independent Games Festival. Nice. Was haben wir hier? Ah, hier BAFTA Awards, ja. The British Academy of Film and Television Arts, ja, BAFTA. Awarded to Bruce Straley, The Last of Us. The Last of Us in the Category Story 2014. Ne, das war definitiv The Stanley Parable. Nicht Fuck Last of Us, Kappa. Funny. Our First Kiss, My First Car. The release of the Stanley Parable in 2013. The Stanley Parable by the narrator. Nice. 2013 oder auch 2014. Aha, I remember. The Memory Zone Temp. The Stanley Parable, My Control Facility 2013. Hier ein paar schöne Postkarten. Ist das nicht toll? So, was haben wir hier? I like working, I just hate my boss. Okay. The Original Remake. Ja. Denn das 2013er Spiel war, wie gesagt, ein Remake von einer Half-Life 2 Mod. Galactic Café Game. The Stanley Parable is an exploration of story, games and choice. Expect the story doesn't matter. It might not even be a game. And if you ever actually do have a choice, let me know how you did it. Buy on Steam or download the demo. Yeah. What everyone's saying. The end is never. Linguists identify 15,000-year-old ultra-conserved words. Genau, the Washington Post. Researchers identify 24 words whose sound and meaning have survived the past 15,000 years. 6 components of a great corporate culture. John Coleman, Harvard Business Review. Business bloggers at Harvard Business Review discuss a variety of business topics, including managing people, innovating leadership, and more. Mozilla Firefox. Stanley Parable, in loving memory. Ah, schöne Memory Zone, schöne Memory Zone. Good times, ja, good times. Mit den ganzen verschiedenen Endings. Ah, hier auch da, hier unten da, den Tisch, wo man hingebracht wurde, wenn man versucht hatte zu cheaten. Geht halt nicht mehr, weil wir hier keine Konsole mehr in diesem Spiel haben. So. Viel gelabert, viel vorgelesen, da nehme ich mir kurz nur ein Schlückchen Wasser. Und es ist auch ziemlich warmes Wetter, deswegen. So. Dann gehen wir mal in das andere Zimmer hier. Smile because it happened. A trip down memory lane. Bits of music from the Stanley Parable. Stanley Parable Soundtrack, CD hier. Ah ja, dieses typische, das ist der erste $1, den wir mit unserem Business gemacht haben. diese typische Tradition, die bei den meisten Firmen oder Leuten sind, die halt versuchen, Geld zu machen. Die rahmen sich den allerersten $1 ein, den sie je verdient haben. Was bei einem digitalen Release von einem Spiel auf Steam, naja, eher schwierig wäre. Na gut. The Stanley Parable Alpha Test. Da was.
genau. Stanley Parable Demo, damals. Die habe ich auch gespielt. Die Demo ist toll, wie gesagt, weil sie komplett unabhängig vom Spiel ist. Unachievable, ja, it's impossible to get this achievement. Mit ein paar Tricks kriegt man das doch irgendwie. Hier, go outside, don't play for 5 years. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt 10 Jahre in Ultra Deluxe. Muss man es natürlich mal ein bisschen pushen. No, British Academy of Film and Television Arts. Development Team. Nominee. British Academy Awards. The Stanley Parable. Game Innovation. British Academy Awards, 12th of March 2014. Mit 2 Unterschriften. Haben wir wieder die BAFTA. Development Team. Game Innovation, diesmal in der Kategorie Debut Game. Und in der Kategorie Story, obviously. The New York Times, natürlich. New Video Game releasing today. Ist klar, ist klar. Natürlich haben die Times darüber geschrieben, dass das Stanley Parable rauskam. All the news that's fit to print. Volume CLX22. 52? Was ist CL? 100? 150? 152? Gute Frage. Ich kann das ja mal kurz nachschauen. Ich hatte das hier noch die römischen Zahlen hier mal gespeichert. Ja, aber das habe ich mir sogar richtig gemerkt. Ich wusste, dass C ist 100, L ist 50, das heißt, und X, nee, ja, oh Gott, X22, das ist ja eigentlich 12. Dann ist, LX ist 60. Das heißt, es sind 162, nicht 152. Okay, Volume 162. Nummer 56,153, 2013 New York Times. The New York, Thursday, October 17th, 2013. Late edition. Today, sunny, hot, humid, high, 92 degrees, yeah, Fahrenheit, retard units. Tonight, clear to partly cloudy, warm and humid, low 74. Tomorrow, sun and clouds, hot, humid, high 90. Weather map page, das kann ich auch mal nachschauen. Okay, 90 Grad Fahrenheit sind 32 Grad Celsius und 74 Grad Fahrenheit sind 23 Grad Celsius. Business leaders pushing election of council allies, 50% of designer head, but a small creature owns the other half. Okay, was? Colleges show uneven effort to enroll poor, costs hinder new tech to achieve diversity. Rutgers goes from scandal to new crisis. Creator surprisingly down to earth. Genau. Definitiv eine auf jeden Fall originale, nicht gefakte die New York Times Seite. Haben wir das Insane Ending. Und hier Los Angeles Times natürlich. The Stanley Parable deals tough choices. Ist klar. Friday, June the 7th, 2013. Hier ist klar, ist klar. Ja, Beta, Work in Process, ja. Das war A Trip Down Memory Lane. Und wir haben sogar immer noch weitaus genug Zeit, um hier weiterzugehen. Oh Gott. In loving memory, Little Stanley. Oh. So hatten die Entwickler wohl einen kleinen... Ist das ein Hamster? Sollte ein Hamster sein, oder? Das ist nicht ein Meerschweinchen. Das ist ein Hamster. Der wohl in der Zeit natürlich, ne? Das ist ja schon 9 Jahre her. Der bis dahin wohl verstorben ist, Little Stanley. Rest in Peace. Press F to pay respects. Ich drücke F, Leute. Ich drücke F. So. Dann gehen wir mal weiter. Hier eine schöne Aussichtsplattform. Ach, schöne Musik. Sehr idyllisch hier. Gefällt mir wirklich. Sweet Memories. Das ist ein Klavier. MODB 2012 Interaction Award Winner. Design Museum Design of the Year nominee, Big Sushi FM Best of PAX 2013 winner and IGF 2013 Novo Award Honorable Mention.
Hier auch noch And mehr over was. here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Review the Stanley Parable. Don't read any reviews except this one. How do you review a game like the Stanley Parable? To describe any one part of it is to risk its ruination. To detail what it has to say about game design, the illusion of choice, and the psychology of the gamer is to tell you too much. Comparisons to are going to be woefully inadequate. Perhaps its closest cousin would be Dear Esther, but where Dear Esther wastes the form of interactive entertainment, Stanley Parable uses and then subverts it. Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created. Even so, holding the game to the standards of any other title is simply not going to be correct. So how do you review what has become known as the Stanley Parable HD, the full-scale reimagining of one of the most intriguing mods available online? How do you discuss it, analyze it, and recommend it? That's quite simple. You don't. 10 out of 10. Flawless victory. Games rated 10 aren't perfect, since nothing is, but they come as close as you could get in a given genre. The new must-have game in its sector, we're talking pure ecstasy. Check out more reviews, all the Destructoid source guide. Reddit, Facebook, Twitter, Google Plus wahrscheinlich früher wurde eingestampft und P. Destructoid Editor's Choice. Ja, Stanley Parable war wirklich ein tolles und fantastisches Spiel. Auch hier Fantastic Arcade 2014 Official Selection, Indicate 2012 Special Recognition Winner, IGF 2013 Grand Prize Honorable Mention und IGF 2013 Narrative Excellence Honorable Mention. Ja, schade, dass die eine Musik, dass die da sofort abgebrochen wurde. Na gut. Was haben wir hier nochmal? Wieder ein Skript. Gut, gehen wir mal. Echt voll interessante Bereiche, muss ich sagen. Ah, hier die Portalkammer aus dem einen Ending. 2 Türen natürlich. Ja, die ganze Sache. The Tasteful Nostalgic. It was good. Ja, Stanley Parable. Adventure Line, Minecraft-Teil. Ja, schön. Jetzt können wir hier runter oder hier hoch. Was können wir hier unten machen? Memory Zone Maintenance. Aha. Fire. Ne, können wir leider nichts machen. Schade. Gut, dann wieder hoch. Ja, das alte Menü. Hauptmenü. Hier die 2 Türen. Die wichtigste Entscheidung des Spiels damals. The top 10 memories from the Stanley Parable 2013. I remember. Ah, hier die Knöpfe. Off und on. Hier, von dem Mind Control Ending da. Person of the Year. Ein verpixelter Stanley. Oder nicht verpixelt, sondern unscharf. Ja, hier haben wir eine Figur von Stanley und von der Frau. Ich habe ihren Namen vergessen. Die ihn entdeckt, wie er verrückt zusammenklappt. Und hier war wohl hier so ein bisschen der Plan, der gemacht wurde in der Entwicklung. The Original Remake. Genau, weil das ist schon das zweite Remake hier von The Stanley Parable. The End is Never. Was haben wir hier? Auf einem Mac das Spiel. Dann haben wir hier For Scott K. Ein schöner alter Mustang. 70er oder Ende 60er Mustang. Ah, die blaue und die rote Tür und ein scheiß Flugzeug.
Hier, waren das wirklich anscheinend welche Collectors Edition? Das war wohl in diesem Design, konnte man sich das damals kaufen, mit 2 CDs und so. Interessant. Ja, hätte ich auch gerne, aber naja. Wäre wahrscheinlich arschteuer. Jetzt dieser Smiley-Knopf, wo ist der nochmal hin? Gab es ja irgendwas, wo man so einen A-Knopf richtig drücken konnte? The greatest memory, genau. Was haben wir da? Genau. Ah, nee, das war aus der Demo, stimmt. Ja. Dieser Raum war aus der Demo mit der Zahl und so, mit der Nummer und mit diesen Knöpfen. Ich glaube, da in der Demo war auch dieser 8-Knopf. Ja, schön. Hier ist noch eine andere Game-Kritik. Preparing Snake Oil Salesman? Okay, nice. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Dann öffnet sich die Tür. Ja, nochmal zum Vorlesen. People play games because of what they can do inside them, and your game is very good at letting them know they can't do anything. Literally anything. Wie gesagt, hier Source-Objekte und hier Carpet-Designs, hier auch die Reviews, hier die sehr interessant. The Stanley Parable. I have always been someone who wants to go the wrong way, first in games. When I see that a game is trying to usher me down a particular path, to get me to run from left to right, or maybe to charge straight ahead, I need to satisfy my instinct to go against the grain, to explore. Ich bin genauso, wie gesagt, deswegen liebe ich auch das Stanley Parable. To see what the designers have put back the other way. Richtig, wenn es 2 Wege gibt und du weißt, rechts geht die Story weiter, gehe ich immer sofort links. Ich versuche meistens das Spielen sogar aktiv die Route zu nehmen, die mich nicht weiter in der Story führt, weil ich sehen will, was auf der anderen Seite für mich bereit gemacht ist. Ob einfach nur eine Wand dann sofort kommt oder ob dann anderer Content ist. Ich erkunde das immer und ich ärgere mich dann sogar, wenn ich dann falsch urteile und dann leider aus Versehen dann doch den Pfad der Story entlang gehe und dann das, was zurückgelassen wurde, nicht sehen kann. Sometimes I find a one-up or collectible stashed away to reward me for my intrepid behavior. At other times, my explorations are rewarded only by the crushing disappointment of running up against an invisible wall. Ja, kenn ich. Whatever I find or don't find, my actions is a manifestation of my desire to exert some independence, to make my own choices within the system that severely limits my options and encourages certain specific behaviors. Ja, wie gesagt, ich mache das nicht, weil ich mich jetzt eingeschränkt fühle. Ich mache das hauptsächlich, weil ich, wie gesagt, so neugierig bin und sehen will, was haben die da etwas hingetan oder nicht. Und egal, ob nichts da ist oder doch, ich will dann halt schauen und erleben. Und das macht mich zufrieden. Das erfüllt mich mit Erfüllung, wenn ich das schaffe. Und so. Und ich ärgere mich, wenn ich das nicht schaffe. Ich bin kein Rebell, sondern ich bin einfach nur ein neugieriger Erkunder. So. The Stanley Parable feels alive in its rapid responsiveness to your choices and its desire to subvert your expectations and keep you on your toes. I think of the Stanley Parable as a sort of video game analog for Charlie Kaufman and Spike Jonze's brilliant film adaptation, which gently mocked the ways in which so many films manipulate audiences with formulaic plot twists and situations in which characters learn huge life lessons, while simultaneously moving me with its formulaic plot twists and situations in which characters learned huge life lessons. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and in other systems too, like our workplace and our families, and a game that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. Going the wrong way has never felt so right. 9 out of 10. The Good. Spectacularly funny, packed with meaningful choices that offered delightfully surprisingly results,
Simultaneously incredible, smart and wicked entertainment. The bad, nothing. Von Carolyn Petit. Carolyn likes to venture off the beaten path in life as well as in games, but unfortunately the narrator in her head isn't nearly as witty as the one in the Stanley Parable. Follow Carolyn. Ja, 9 of 10, superb. Ja, super. So, wir haben jetzt ein bisschen Mary Lane erkundet. Okay, kommen wir da nicht durch. Dann gehe ich noch nicht so weit entfernt. So, dann schauen wir mal, wohin uns dieser neue Content noch so führt. Wir sehen uns zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.